Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, was kommt dieses Jahr noch überraschend und unerwartet auf uns zu. Und ich bin gespannt, das Jahr ist nicht mehr lang. Unterstützung, das ist schon mal gut. Ja, das ist schön. Hier ist sozusagen ein Pendant. Wir bekommen Unterstützung, damit wir selbst uns um uns mehr kümmern können. Oder wir holen uns Unterstützung, damit wir unsere Selbstfürsorge besser im Griff haben. Scheinen so Themen zu sein bei allen. Und ich habe in Würde altern. Also hier geht es darum, Kraftreserven aufzubauen, Unterstützung zu erhalten, Erleichterung zu erfahren. Ich glaube, ich lege die doch mal oben hin. Ich brauche halt nachher nur den Platz, aber das kriegen wir dann schon hin. So, und die Karten sagen im Prinzip, dass wir es gewohnt sind, alles allein zu machen und dass es auch eine Lektion ist, mal zu bitten in jedem Bereich, um dass wir auch selber wieder wachsen können. Da darf man sich auch ehrlich eingestehen, ob es denn im Leben doch ein paar Bereiche gibt, wo man sich unterstützen lässt oder wo man eine andere Herangehensweise braucht. Und das kann ja jetzt auch sein, dass Geld uns des Weges kommt oder dass professionelle Hilfe auf dem Weg ist. Und es kann in jeden Bereichen sein. Wir gucken uns das mit den Lennys dann besser an. Ja, diese Unterstützung dient für uns zur Erleichterung. Die Lebenslektion ist vielleicht auch noch in diesem Jahr, Selbstfürsorge ist wichtig, damit wir die Kraft auch ins nächste Jahr mitnehmen. Und in Würde altern, das ist sowieso hier in unserem Land ein Thema. An sich baut es aufeinander auf, ne? Wir brauchen die Reserven für unsere nächste Lebenszeit und es geht auch um so einen Prozess, wo man mit sich selber klarkommt, wenn man älter wird. Es geht um Reife, um Würde, um das Wohlfühlen rundherum. Dazu gehören natürlich auch körperliche Veränderungen, die wir annehmen dürfen. Aber auch so dieses, wie mache ich weiter, damit ich gut versorgt bin. So, dann schauen wir ein bisschen genauer. Was darf ich hier noch weitergeben? Die Vitalität, das Leben, die langwierigen Prozesse und vielleicht auch Kreisläufe, die wir nähren. Möglicherweise geht es auch darum, tragfähige Verbindungen zu suchen oder zu nähren. Konzepte, die sich so eingeschlichen haben, wo wir verbindlich schön lange alles immer auch für die anderen regeln und dadurch selbst irgendwie an Hindernisse stoßen. Wenn wir jetzt hier von Unterstützung sprechen, dann sieht man dass die verbindlich kommt, dass die langfristig da ist und dass die auch auf unsere Vitalität abgestimmt ist. Ja, und es geht darum, Prozesse wieder ins Fließen zu bringen oder ins Auftanken zu bringen, wo wir sehr viel Kraft auch verloren haben. Hier ist vielleicht auch ein versteckter Glaubenssatz. Ne? Was habt ihr gelernt? Hier ist die Vaterfigur dabei, ne? Wo wurde geschuftet und gerackert über alle Grenzen, damit ja alle versorgt sind. Wo ist da ein Muster? Vielleicht auch, um die finanzielle Größe aufrechtzuerhalten. Ne? Ja, es ist ganz klassisch ein Elternthema, man sieht aber auch mehrere Personen. Oder man kann auch das in Würde altern bei den Eltern so abgucken, was haben die gemacht, was mache ich für ein Muster und was waren andere Zeiten, es passt nicht mehr. Ne? Hier geht es sehr viel darum, dass man Dinge macht aus dem Konzept raus, finanzielle Verstrickungen zu vermeiden. Nichtsdestotrotz habe ich hier auch die Geschenke des Lebens. Ne?
Hier sind Personen dabei, die könnten im finanziellen Bereich, aber auch im verbindlichen Bereich helfen. Möglicherweise ist es für einen oder anderen wirklich ein Berater oder eine Person, die Wissen mitbringt, wie man was erleichtern kann. Wir haben das Gegenüber. Ja, vielleicht ist es auch so, dass das Umfeld auf uns wirkt. Ne? Hier könnten auch Elternthemen sein, zum Beispiel, wo ihr unterstützt, andere zu versorgen, also wo ihr die Unterstützer seid und dabei sehr viel Energie auch verloren geht. Oder wenn es ums Gegenüber geht und die Thematiken des Gegenübers. Für wiederum andere zeigt sich vielleicht, wenn du alleine lebst, dass doch irgendwo ein Part auch fehlen könnte. Ja, hier ist das Kleeblatt. Da darf man sich vielleicht irgendwo auch minimieren oder Wege einschlagen, die weniger aufwendig sind. Ich habe für einige, und das finde ich sehr wichtig, zur Selbstfürsorge gehört auch emotionale Fülle, emotionales Glück oder emotionales, beständiges gut drauf sein. Ich sehe hier wohl, dass wir immer kurz glücklich sind, aber dass das ja nicht das Endprodukt von allem ist. Nichtsdestotrotz blüht hier emotional etwas auf. Man fühlt sich besser mit etwas, man kann etwas so stehen lassen. Und hier kommen noch die Sterne. Also auch wieder eine große Erfahrung, ein Klärungsprozess. Wenn du 15 bist, machst du dir um das Alter noch keine Sorgen. Unterstützt wirst du sowieso. Also es ist so ein Prozess, wo man jetzt eine Erfahrung macht, die man vorher nicht gekannt hat. Guckt mal, hier ist der Erfolg und die Sicherheit, die sich einschleicht. Das hier ist auch so bezeichnend. Ne? Für einen oder anderen könnte der Erfolg darin liegen, ich habe vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber ich fühle mich viel besser damit. Etwas minimiert sich, hier klärt sich etwas auf, hier wird ein Gefühl frei, wo man vorher vielleicht feste drin gesteckt ist. Und es geht um uns, um unser Umfeld, vielleicht auch um unsere Freunde, um unsere Familie. Und es ist eine sehr gute Energie, es sind die Blumen, die Sterne und das Haus, sodass wir eben hier schwierige Situationen, die vielleicht auch aus Konflikten mit dem Beruf kommen oder der Berufung oder diesem Gefühl fest verankert zu gehen, das können wir hier sehr schön klären. Hier ist Umbruch, etwas geht in die nächste Phase und ich glaube, das betrifft hier sehr viele von uns. Das war mal eine deutliche Antwort. Wir haben die Kröte mit dem Thema Offenbarung und hier geht es tatsächlich um eine Prüfung, die auf uns wartet. Und wir dürfen umsichtig sein, weise und auf die kleinen Dinge im Leben achten. Gucken wir, was die Kröte uns genaueres mitteilt. Die Botschaft ist im Prinzip sehr spannend, denn wir haben es so, dass die Kröte uns auffordert, dass wir hier nichts überhören. Hier ist irgendwo eine Botschaft für uns, die wir vielleicht übersehen könnten. Und es geht ein bisschen darum, mehr in den Zustand der Aufmerksamkeit, Achtsamkeit zu kommen und zu lauschen. Sich zurückzuziehen, denn hier ist es so, dass die Äußerlichkeit einen sehr vom
vom Wesentlichen ablenken könnte. Und man soll nicht auf Äußerlichkeiten gucken, denn dort ist nicht der wahre Reichtum. Und das passt hier sehr gut dazu. Ne? Lieber habe ich ein bisschen weniger, es reicht mir, aber ich bin emotional reich. Und das ist die Botschaft für dieses Jahr noch. Ne? Es ist auch so, dass ich tatsächlich hier noch innerer Reichtum entfalten möchte. Wir schauen mal, was die Karten der Fülle hier noch dazu geben. Wo dürfen wir da noch hingucken oder was ist da unsere Aufgabe noch in diesem Jahr? Da sind jetzt 2 rausgekommen. Das ist zumal die Partnerschaft, das ist sehr spannend, weil hier geht es ja auch um Unterstützung von Personen. Ja. Möglicherweise muss man sich hier auch im partnerschaftlichen Bereich so aushelfen, dass man eine Win-Win-Situation hat, also gesunde Unterstützung, beruflich oder auch privat, jemand abgeben. Und es ist echt wieder so genial, denn die Karte sagt, du bekommst Hilfe vom Himmel und von einem Menschen, der die notwendigen Fertigkeiten und Ressourcen mitbringt. Und hier haben wir ja das Thema Unterstützung. Und hier ist noch dieses Abgeben, dieses Bitten, dass unsere irdischen Bedürfnisse befriedigt werden. Wir haben da immer die Wahl, uns helfen zu lassen. Es geht ja auch darum, dass viele von uns gewohnt sind, einfach weiterzumachen und gar nicht nach sich selbst zu gucken. Und da vergisst man auch ganz gern mal, dass man abgibt, dass man bittet. Es ist nur wichtig, dass man es tut, ob es jetzt beim Universum ist oder bei anderen Menschen. Ihr wisst, wer bittet, dem wird gegeben. Ich weiß aber auch, dass viele damit ein Problem haben. Es ist einfach unangenehm. So, dann eine Botschaft nehmen wir noch. Ja, hier kommt der Drache mit dem Thema Macht. Es geht darum, die persönliche Macht anzunehmen. Es geht darum, sich selbst zu ermächtigen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Hier ist auch irgendwie dieses Ding, dass man ein bisschen mehr wahre Stärke spürt, die man dann für sich selbst und seine eigenen Gaben auch wieder einsetzen kann, wenn man auch mehr Zeit hat oder mehr Kraft. Ne? Und es ist hier möglich, dass wir auch beschützt Hindernisse hinter uns lassen, die sich hier so eingeschlichen haben. Ne? Man treibt immer das gleiche Konzept und kommt wieder an den gleichen Punkt. Und von da an muss man eben diese Ermächtigung machen, wieder zu Kräften zu kommen, Träume zu manifestieren, zurückzufinden in die Macht und diese auch zur Geltung bringen. Wir nehmen noch eine Pflanze und dann noch eine Kipperkarte. Ich bin gespannt. Ja, ja, Unterstützung, Partnerschaft und jetzt fällt hier noch die Linde, die sagt, Gemeinschaft macht stark. Ne? Ich glaube, dass es sowieso ein Phänomen der Zeit ist, wo wir wieder näher zusammenrücken müssen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Jeder hat andere Ressourcen, der eine hat Zeit, der andere hat Geld, der andere hat Fähigkeiten oder Angebote. Und hier soll man sich zusammentun, um Frieden zu schließen und auch herzliche Begegnungen wieder haben, die auch auf der mentalen Ebene einfach stärkend sind. So, ist die Militärsperson. Und unten am Deck haben wir noch das kleine Kind. Ja, die Botschaft bringt mit, dass hier viele Neuigkeiten sind.
Infos, Neubeginne. Auch eine Info kann Unterstützung darstellen. Es geht vielleicht um Kleinigkeiten und es geht daran, dass wir vielleicht auch wie ein Kind diese Sachen hier lernen, wieder neu beginnen und staunen, was es alles gibt dahinter. Und es geht auch darum, dass man interessiert an dem Thema ist. Nicht nur, dass man es an sich vorbeiziehen lässt oder ja, ich habe es gehört, sondern dass man durch Interesse auch wieder neue Türen öffnen kann. Und mit der Militärsperson haben wir hier vielleicht auch einen bestimmten Menschen, einen jüngeren Menschen, der uns unterstützen kann. Oder es ist eine Sache mit einem Amt oder einer Behörde. Und wir können uns darauf verlassen, dass die Dinge auch korrekt abgewickelt werden oder ordnungsgemäß bearbeitet. Wir nehmen noch ein Vögelchen und dann lassen wir das so stehen. Ich finde es sehr spannend, interessant, mich betrifft es auch. Und wir haben die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und Zauberkraft und halte dich für große Überraschungen bereit. Also das ist ja mal, ne? Wir fragen, welche Überraschung kommt und hier kommt noch eine Überraschung. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch. Bis bald.